In diesem Video zeige ich euch im Wesentlichen zwei Neuerungen am Triebwerk. Das erste ist, dass wir hier am Wellentunnel noch so Vertiefungen eingefräst haben. Durch diese Vertiefung soll nur ein kleiner Anteil vom Massenstrom durch das Triebwerk fließen. Und dadurch, dass es halt noch ein bisschen kühlere Luft ist, die nicht durch eine Brennkammer erhitzt worden ist, soll die noch ein bisschen den Lagersitz hier hinten kühlen, damit das Ganze nicht so heiß wird. Die zweite Neuerung ist, dass wir das Gehäuse nochmal neu gemacht haben. Da hatte ich mich am letzten Video leider ein bisschen vermessen. Damit verbunden war aber auch, dass ich die Durchführung gemacht habe, also diese Messingröhrchen, durch die das Gas und auch der Öl, den Schmierfilm für die Lager, ins Triebwerk eingeleitet wird. Das Ganze muss natürlich abgedichtet werden mit dem Gehäuse. Dazu habe ich hier diese Aluteile gefertigt. Da zeige ich auch gleich nochmal in der CAD-Datei, wie das genau funktioniert mit dem Abdichten. Das ist vielleicht von so außen nicht so ganz leicht erkennbar. Und jetzt könnt ihr euch aber erst nochmal angucken, wie ich die Teile gefertigt habe und im Anschluss dann, wie das funktioniert und wie es zusammengebaut wird. Im Endeffekt ist es ja so, dass diese Messingrohre hier rausschauen aus dem Gehäuse. Um dieses Messingrohr gibt es hier so einen Alu-Durchgang, der hier unten ein O-Ring hat und damit mit dem O-Ring zwischen dem Alu-Durchgang selbst und dem Edelstahlgehäuse abdichtet. Das Ganze kann dann hier eingeschraubt werden. Dann wird ein weiterer O-Ring auf das Messingrohr aufgeschoben und eine weitere Kappe aufgeschraubt und dann dichtet dieser O-Ring zwischen dem Messingrohr und dem Durchgang ab, sodass dann keine Gase aus dem Triebwerk entweichen sollten.
So sieht das Ganze also nun aus, wenn es zusammengebaut ist. Und eigentlich ist das Triebwerk damit fertig. Was tatsächlich nur noch wirklich fehlt, ist nach wie vor das Turbinenrad. Da bin ich, ja, ich hoffe noch, dass ich noch einen Kollegen finde, der mir das fertigen kann. Sonst muss man mal schauen, wie man das irgendwie hinbekommt. Aber ansonsten ist es eigentlich soweit fertig. Und ich hoffe dann, dass wir in den nächsten Monaten wirklich mal das ganze Triebwerk auch testen können.